Moin Leute und willkommen zurück zu That's Secret. Beim letzten Mal hat uns der Mann mit der Maske verfolgt. Wir haben uns auf der Flucht den Kopf gestoßen und sind dann in diese Schneewelt gekommen, haben Jenkins den Mondaffen gefunden oder Jingles den Mondaffen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er bei Fallout hieß, ist auch Wurst. Jetzt sind wir aber in einem Kälteschutzbunker, wie es aussieht. Und ja, die Tür hat sich hinter uns verschlossen. Und ich würde sagen, die einzige Alternative ist die Flucht nach vorne, also los geht's. Das ist der Teufel, den wir schon durch die Ideo-Fokus-Linse gesehen haben. Ja, nach hinten können wir gar nicht mehr gehen. Würde mal sagen, begrüßen wir den netten Herrn Türsteher, wie er aussieht. Guten Morgen. Na, alles klar. Sie haben da zwei coole Hörner auf dem Kopf, muss ich Ihnen lassen. Und noch einen wunderschönen Anzug. Sehr schön. Was habe ich mit... Unser Arm ist immer noch gebrochen. Darf ich eintreten? Ist es das, was Sie wollen? Ist es das, was du willst? Okay, ich gehe ja schon. Ich frage mich gerade, sind wir noch in unserem Unterbewusstsein oder... Der Mann in dem Regenmantel, war das der Woodcutter? Zumindest wurde hier ein bisschen Wood gecuttet, wie es scheint. Und ich glaube, wir waren gerade so ein bisschen in unserem Unterbewusstsein, oder? Und ich glaube, diese Menschen, die hier rumlaufen, das sind, zumindest ja laut der Theorie des Doktors, dessen Mordfall wir untersuchen, müssten das ja eigentlich unser Subconsciousness, also unser Unterbewusstsein sein, was die uns ja manifestiert. Also müssten die uns ja eigentlich helfen, oder? Diese Axt ist so tief im Boden versunken oder so tief drin, steckt da so tief drin, dass es ihn mit einem Arm nicht rausziehen kann. Die gute Dame hat ja immer noch einen gebrochenen Arm, wie wir unten... Sieht man jetzt gar nicht gerade. Was? Lief? Verschwinde? Das wird mich nicht so einfach verschrecken. Ja, meine Liebe. Ich würde aber... Run away? Wovor? Wovor? Ich muss mir den Kopf gestoßen haben. Wieso run away? Können wir jetzt weglaufen? Ich glaube, es wäre eine schlaue Idee, wegzulaufen, aber... Ach, wir sind aufgestanden. Ach, wir lagen auf dem Boden, verstehe. Ich werde hier nicht vorher rausgehen, bevor ich herausgefunden habe, was hier los ist. Aber ich weiß nicht. Es ist eine ziemlich schlechte Idee, hier weiter noch nachzustochern, aber... Haben wir jetzt eigentlich wieder... Wir haben wieder unser Inventar. Okay, wir haben den Knob, wir haben die Maske... Apropos Maske, wo ist eigentlich meine Brille? Ach da, okay. Meine Brille ist noch da, also falls ich sie brauchen sollte, kann ich sie nutzen. Hätten wir jetzt echt weglaufen können gerade? Okay. Zuallererst mal gucken wir uns in diesem neuen Raum um. Und zwar mit der ideofogischen Linse natürlich. Ah, guten Morgen, Herr Teufel. Wie geht's Ihnen? Der ist mir sogar relativ sympathisch, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, der möchte uns wirklich helfen. Zumindest setzt er sich immer dahin, wo wir auch hin müssen. So, erstmal Brille wieder weglegen. Wir sollen also hier irgendwas anstellen. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Teufel ist ein Freund von uns, aber ich glaube, dieser Maskenmann, vielleicht will er uns auch helfen, wissen wir nicht. Der hat uns bisher noch nichts getan, der Teufelstyp ja auch nicht. Was ist das? Flashlight Battery. Die Tür ist verrammelt. Da ist irgendwelche Elektronik drin und es sieht aus wie eine Batterie. Kann ich denn da nichts machen? Ich könnte ja die Batterie rausziehen, aber ich glaube, das würde nicht viel bringen. Und was meint sie mit die Tür? Welche Tür? Die Tür von dem Unterteil hier? Scheint mir ein bisschen danach. Was haben wir denn hier drüben? Wieder viel zu lesen, wie es scheint. Okay. Es ist eine Waage. Dr. Bullard, I followed your instructions to calibrate the Tempest Prognosticator. Your concern was correct. The bottles must be placed from heaviest to lightest to produce accurate results. Also vom schwersten zum leichtesten. The actual weight depends on the leech used, so I have to recalibrate every time we want to take a reading. Also note that recalibration is required with the battery in the base dice. In the base dice? However, the device works as intended. Once the model is aligned precisely with the moon, it may then
used to start the lunar dream apparatus safely. Wenn das Modell mit dem Mond kalibriert wurde. Bullards Nachforschung ist Curriculum. Es hat irgendwas mit dieser Geschichte zu tun. Ja gut, das wissen wir schon seit längerem. Ich wundere mich, wie wir dieses Teil, ja, wie wir das zum Laufen bringen. Das wird einfach, ich dachte, das wäre ja einfach nur eine Waage. Oder, ach, sie meint das hier wahrscheinlich, ne? Das hier wird der Lunar Dream Apparatus sein, den wir natürlich anschalten müssen. Aber da ist auch ein bisschen Tinktur drin, die wir brauchen. Gucken wir jetzt erstmal diesen Handabdruck an. Marguerite Higgins is my hero. She won a Pulitzer for her reporting in Korea. I went to college because of her. She goes to war zones, marches with the troops. Nothing scares her. And she gets the story. Marguerite Higgins doesn't run from a juicy story just because her life is in danger. Neither will I. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass du so heroisch bist, aber ich glaube, das wird dir nicht viel bringen, meine Liebe. Ich meine ja nur, es ist immer schöner eigentlich wegzulaufen, vor allem wenn es um solche obskuren Gestalten hier geht. Da hätte ich ehrlich gesagt eher Angst vor, als dass ich dann sagen würde, hey, diese Story will ich unbedingt haben. Ich meine ja nur, okay, November the 15th, 1960. Dear Harris, I read in the paper today that you received a special award from the college for groundbreaking research. I am writing to wish you my sincere congratulations. I've said some things that I regret, but today I wish only to extend good wishes to you and to your future endeavors. Das gute Pac-Man, die Ex-Frau von dem Typen. Und anscheinend hat sie den guten Bullard vermisst. Oder vielleicht hat er einfach nur genug hingekriegt, genug geschafft, als dass er wieder interessant für sie wurde. Es ist ein seltsamer Apparat mit Glocken obendrauf. Da sind auch irgendwie Plätze für Flaschen. Ich gehe mal hier drüben hin, ich möchte gerne die Note hier lesen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dieser Bullard gar nicht tot ist, sondern dass er eigentlich nur der Teufel ist. Und hier halt in dieser ideophokischen Welt hier rumläuft. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur Vermutungen. H. Bullard, Daily Log, June the 11th, 1965. Using the moon as a trigger for the lunar dream apparatus has its problems. The moon must be full, or nearly so. The night must be clear, and the process must be started at a very specific time to ensure that the moon is visible from inside the chamber. Josie's been following weather reports and using lunar charts to try to predict days for ideal test conditions. But it's an error-prone process. The data we get back from the weather service just isn't precise enough. Today I hit upon the solution. We built our own weather device. In fact, we can base it upon an exceedingly accurate design from a century ago, the Tempest Prognosticator. I'll have to make some modifications for our purposes, of course. I'm sure that with some tuning we can build a device that responds exactly to our weather needs. Then we'll need to get some leeches. Okay, die brauchen also perfekte Mondphasen, wenn man so möchte, und hat irgendwie versucht, nicht unbedingt das Wetter zu beeinflussen, sondern eben das Wetter perfekt vorherzubestimmen. Und zwar mit so einem bestimmten Tempest. Ich weiß nicht genau, was es ist. Gehen wir mal da drüben hin, zum Kamin. Und da ist ein Bild von ihm selbst. Das ist ein bisschen seltsam. Aha. Sternkreis Quadrat. Der Teufel ist traurig. Armer Teufel. Der Teufel ist deprimiert. Der
Kaminboden, ich weiß nicht, heißt es Kaminboden? Ich weiß es nicht. Ist vollkommen mit Asche bedeckt. Kann ich da irgendwie was drin schreiben? Ne, ist da irgendwas drin geschrieben? Ja, wir haben das ja schon gesehen. Also Stern, Kreis, Quadrat. Und hier war auch noch irgendwas unter der Diele. Das habe ich eben auch noch gesehen. Das sind etwa ein paar lose Dielen. Ich könnte sie vielleicht aufhebeln mit dem richtigen Werkzeug. Ja, wir haben natürlich auch immer noch einen gebrochenen Arm, dementsprechend vollkommen verständlich, dass dir das nicht so leicht fällt. Den Knob haben wir noch, stimmt. Aber da kommen wir gerade nicht hin, weil das Klavier natürlich wieder den Weg versperrt. So viel Zeit muss sein. Dieses Klackern hat aufgehört. Ja, Stern, Kreis, Quadrat. Kann ich vielleicht hiermit die Asche ein bisschen wegschieben? Ein Poker, ich weiß nicht genau. Ich glaube Aschestoßer oder so heißen die Dinger, ich weiß es nicht. Bestimmt heißen die ganz anders. Das geht nicht? Okay. Dann können wir aber hier drüben die losen Dielen damit frei bekommen. Das wird ja wohl funktionieren. Wenn ich diesen Stoßer unter die Dielen kriegen würde, dann könnte ich es aufdrücken. Und das hat sie geschafft. Das ist ein versteckter Raum darunter. Unter unter eben diesen 3 Dielen. Holen wir es mal raus, ja. Eine Lockbox, so eine kleine Kiste, schätze ich mal. Eine verschlossene Kiste war in dem Loch versteckt. Ein Zahlenschloss. Lass mich raten. Stern, Kreis, Quadrat. Sehr schön. Das war einfach. Mit einem Schlüssel und... Es ist ein alter Metallschlüssel. Das ist schon mal gut. Und was ist das? Bill, I owe you many thanks for forwarding my request to the New York Times. I think we have the opportunity to tell one of the great science stories of the 20th century and make a considerable sum in the process. The Times is a great first step, but when we are finished, I want to have headlines written about me on the front page of every paper in the country. Ein wenig überambitioniert, der gute Kollege. The key to our success is Harris Bullard's brain research. He has discovered something fundamental about the opportunity of subconscious brain waves, and I believe that he will soon harness this knowledge to build a device whose object is to make man superhuman. Our first task is to procure this device before Bullard can publicize it, and my plans for accomplishing that are already in motion. Okay, also der Bullard hatte nicht nur Freunde, sondern eben auch viele Leute, die ihm eben diese Pläne von der Nase her wegschnappen wollten. Once the device is in my hands, I am confident that I can reproduce and improve upon his work. That, Mr. Mitchell, is where you come in. An invention of this magnitude must not be consigned to the boneyard of the academic journal. It deserves praise and recognition from the common man. We will make it the story of the year. And then we will sell the technology to those rich enough to meet our price. For now, we wait for Bullard to finish the device, then we will make our move. I look forward to your continued cooperation in this mutually beneficial partnership. Best regards, Graham Wellington. Wellington war ja eigentlich sein früherer Arbeitskollege. Ziemliches Arschloch, der Typ, wie mir scheint. L20, R50, L10. Die Safe-Kombination, klar, logisch. Mit links, rechts und so weiter. Also links, rechts, links, rechts. Haben wir noch eine Seite, wieder was zum Vorlesen. The Crystal Cave by Bobby Sawyer, Chapter 8. Bobby Sawyer war doch eigentlich der Junge, der hier so Praktikantenjobs gemacht hat, oder? Ich verstecke mich wieder ein bisschen hier gerade. The passage continued downward, a steep slope like we were going down a hill. The smooth Ich fange nochmal von vorne an. The passage continued downward, a steep slope like we were going down a hill. The smooth crystal didn't give our feet
perches, and we were trying our best not to slip. It was dark as night, but the light from our helmets reflected strangely from the walls, making them dance blue. Once or twice I thought I saw a flicker in the glass, but it was just the trick of the light. It was cold down here. None of us was wearing a jacket. It dawned on us that we had come totally unprepared. A few hours before we had been whooping and shouting, excited by the crazy angles that cut the crystal entrance out of the cave wall, sure that we'd found something that was going to make us rich. Now we walked in silence. Henderson's face wore a hard, determined look. Johnson's was all suspicion. Jimmy just looked scared, his skin pale and his eyes white. I opened my mouth to say something to him, then shut it. Either we'd find a way out, or we'd die down here. All there was to it. It was then that Johnson screamed. Ziemlich düstere Geschichte, die er hier geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das einfach Fantasiewerk von ihm ist. Was haben wir denn da? Es sind Musikseiten, also Notenblätter, die einfach über den ganzen Flur verstreut sind. War Bullard vielleicht Musiker? Ich wusste das gar nicht. Vielleicht auch seine Assistenten, kann er auch sein. National Recognition for Local College. Washington, D.C., the National Academy of Science announced its annual picks for leaders in science academia on Wednesday. Among the recipients of this prestigious award was our own Oakley College in Logan. The college won recognition for a controversial research paper published by the school's small neuroscience department last year. We are very proud to have our work recognized in this way, said Dr. Graham Wellington, chair of Oakley's Brain Studies program. We are a very small program focused on areas of research that the big schools ignore. We applaud the Academy of Science for giving us the chance to improve ourselves. The award-winning paper authored by Wellington and Dr. Harris Bullard was written in 1962, but only published last year. Titled Accessing Subconscious Waves Through Twisted Pair Electrostrom, the highly technical paper caused some controversy in the neuroscience community and was ridiculed by many experts in the field. The paper was the source of some local tumult as well. This paper was written entirely by Dr. Bullard, said one Oakley student who did not wish to give his name. Wellington just put his name on it and took all the credit. Bullard, who retired from the school last year, could not be reached for comment. Okay, also schon damals hat der gute Wellington ihm immer seine Arbeit gestohlen, als der gute Bullard halt eben noch nachgeforscht hat. Und anscheinend ist das immer noch der Fall gewesen. Da haben wir noch... Heute ist ein richtiger Lesepart und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich kann irgendwie heute nicht so richtig gut vorlesen. Tut mir sehr leid. H. Bullard Daily Log, May 24th, 1962. Cynthia called me today. She sounded drunk. Sometimes I think she calls just to get a rise out of me. I maintained by calm this time, declined her invitation to meet, and told her in no uncertain terms that if she was looking for money, she had best look elsewhere. And now I am going to get drunk myself. Graham came by my office this morning. He had a strange-looking envelope. It was addressed to me, but had been pushed under his door. It bore no return address, just a single word, woodcutter. I had to run to class and haven't been a chance to open it yet, but something about it makes me feel uncomfortable. I hope it's not another love letter from a student. Graham is a weasel. He's never stepped foot in the lab or run experiments, but he makes it sound like he's the brains behind the whole program. Without me, he'd been a washed-up theorist with nothing to his name. Okay, also Bullard hatte auch schon Ahnung davon, dass Wellington eben ihm die Sachen geklaut hat und da war nicht sonderlich glücklich darüber, logischerweise. Wir haben noch mehr zu lesen, alter Schwede. Ich gucke nochmal kurz in die
Der Teufel ist weg. Habt ihr das gerade gesehen? Ich zeig's nochmal kurz. Das Bild ist jetzt ein Totenschädel. Sehr, sehr cooles Detail, muss man sagen. Aber ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr schaue, sehe ich schon, der Part ist leider für heute vorbei. Ich würde liebend gerne noch 100 Jahre weiterspielen in diesem Spiel, aber wir müssen uns ein wenig das in Portionen aufteilen. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich heute nicht so ganz in der Vorlesestimmung war. Tut mir sehr leid. Wird beim nächsten Mal auf jeden Fall besser. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, jetzt habe ich auch den Aufnahmeknopf gefunden. Bye, bye.